Wir sind heute auf der Cycling World Düsseldorf, der wohl spannendsten Fahrradmesse, die es momentan in Deutschland gibt. Nicht nur eine Leitmesse ist das mittlerweile für die Industrie, sondern vor allem auch für Endkunden und viele Besucher, die einfach mal in dieses ganze Thema Fahrrad reinschnuppern wollen. Wir suchen jetzt spannende Räder, wir suchen spannende Leute und wir wollen so ein paar Geschichten finden, die wir jetzt die nächste eine Stunde bzw. 1,5 Stunden hier in diesem Video als Messerundgang für euch zusammenfassen. Viel Spaß mit dem Video! Hier unten bei den Kapitelmarken könnt ihr bestimmte Kapitel dann anschauen, beziehungsweise Marken überspringen, Personen überspringen, die euch vielleicht nicht interessieren. Ja, freilich. Everyone is going to the Von Rysel Lounge now. Well, they should be going to the Von Rysel Lounge. This is the hot stuff for tonight. Und wie ich gerade gelernt habe, wird eines unserer nächsten Testbikes eins von diesen wunderschönen RCR-Modellen sein von Von Rysel. Und den Rahmen gibt es in zwei unterschiedlichen Carbon-Qualitäten. Das macht es dann zum einen günstiger in den Entry-Level-Specs, also in diesen günstigeren Schaltgruppen, wie zum Beispiel Shimano 105 oder mit einer SRAM Rival. Und richtig teuer wird es dann ab SRAM Force bzw. Ultegra. Kostet das Rad dann keine 4.500 Euro mehr, sondern dann geht es dann hier weiter mit 5.500 und bis hoch zu 9.500. Und was ist so jetzt der große USP von Rysel? Macht ihr das auch eher über den Preispunkt oder sind da andere Sachen wichtiger? Nein, wir bleiben natürlich unserer DNA von der Decathlon-Gruppe auch treu. Das Preispunkt ist uns wichtig. Wir wollen eigentlich ein wenig die gleiche Dynamik anwenden. So, wir gehen ins Performance-Bereich. Es ist wirklich vor dem Pro-Rider entwickelt, zusammen mit dem Pro-Rider. Aber dann geht es für uns darum, um natürlich diese Produkte wieder zugänglich zu machen. Ja, so affordable, sorgen, dass sehr viele Leute diese Technizität und diese Qualität, dass die Pro-Riders benutzen, eigentlich auch für sich zu Hause haben kann und davon genießen für einen korrekten Preispunkt. Ja. Und jetzt kam der Zeitpunkt des großen Reveals. Jeremy, you are the product designer product manager who is behind this awesome bike. What's so special about the bike aside from the nice colorway? The target was to save at least 10 watts compared to RCR. In the flat, with which speed? 45k an hour. 45, yeah, it's always we always take 45k an hour, and we saw the opportunity by saving 10 watts that it would have been an excellent bike, especially for the classic like Flanders Classic, for the flat stage during Grand Tour, or some other races. And that's why we put a lot of energy on the aerodynamic aspect with Suicide, our partner. And finally, we managed to reach 13.6 watts saved at 45k an hour, so measured in wind tunnel. Same setup compared to RCR to validate the final version. So that was the first step. And the second step was on the behavior of the bike. We wanted to have a stiffer bike compared to RCR Pro to make sure that all the power put on the pedal will be high speed at the end. And therefore we work a lot with the team to develop the right layup and the right balance between head tube, BB and chainstay in terms of stiffness, but also, as I said, considering a maximum total weight of 7.5 kilos. In some stores, of course, they will be able to see the bikes. You have a kind of pro shop that will be built in some Decathlon store. So first option. Second option, and it's an advice we'll give, is to say, okay, to be able to define the right bike, you need to know which kind of cyclist you are. So the RCR has been designed to cycle, race on rides with more than 1,500 meters elevation per 100 kilometers. And average speed between, let's say, 25 to 35 kilometers per hour. It can be faster, of course, because it's aerolite, so still very efficient. On the RCR-F, you are below 1,500 meters elevation per 100 kilometers if you take the race simulation. And in terms of average speed, we consider it more efficient above 35k an hour. So to choose the right bike, it's important to have that in mind. And if we want to give a global overview, 75% of the cyclists
will be perfectly happy with the RCR and 25% with the RCR-F. The last question will be the price. The cheapest one is the Shimano 105, I guess. Yes. What's that? Yes, so every bikes from the RCR-F range will come with the Pro layup and the combo handlebar. So the same here? So No, they come with 2 different layups. Yeah, RCR is different. You have 2 layups and different, let's say, setup. For the RCR-F Pro, you have only Pro layup, super high mod, and combo, even from the 105 version. So the 105 version will be the more accessible one, 5,500 euro. The Ultigra version will be 6,500 euro, and the Dura-Ace version will be 9,500 euro. Jetzt habe ich gesehen oder gehört, es gibt was Neues von euch, was in Verbindung mit Classified gut funktionieren soll. Ja. Sollen wir da mal drüber sprechen? Eigentlich darf ich noch gar nicht, aber gut. Aber gut. Sieht eh keiner. Ja, nee, können wir gerne machen. Jetzt wird ja der eigentliche Launch ist am 15. Mai eigentlich erst, aber wir haben ja das Rad hier auf dem Montageständer gerade stehen. Der Zufällig. Vorteil, ja, zufälligerweise. Der Vorteil ist ja hier, dass wir im Prinzip die Möglichkeit haben, mit einem Schalter die komplette Gänge abzurufen. Ja. Wir haben ja im Prinzip hier durch das Classified-System das Kettenblatt, das zweite, das kleine, haben wir ja in der Narbe implementiert. Somit habe ich im Prinzip 2x12 Gänge. Aber diese 2x12 Gänge, die überlappen sich relativ viel. Ja. Und das Quantum Shift System, was wir haben bei TRP, das sucht dir die Gänge so raus, dass du Tatsache in der Gravel-Gruppe 15 Gänge hast, also die du Tatsache hast, weil alle anderen überlappen sich. Ja. Und bei der Rennradabstimmung hast du 16 Gänge. Das heißt also, du brauchst dann nur noch auf der rechten Seite zu schalten, hoch oder runter. Und das System schaltet entsprechend in das kleine oder große Kettenblatt ein, je nachdem, wie du die Übersetzung wählst. Ach geil, das geht dann halt auch, geht es auch unter Volllast dann? Weil Das das geht auch unter Volllast. Ja. Also natürlich ganz anders. Was hier natürlich auch super schön ist, dass es sehr sauber aussieht. Du hast halt einfach nur noch, ich sage mal, ein Kettenblatt, du hast keinen Umwerfer mehr, du hast auch kein Runterfallen der Kette mehr, weil die auch entsprechend auch fixiert wird, was damit auch möglich ist. Und du hast aber auch die Möglichkeit, das Quantum Shift auszuschalten und kannst dann ganz normal deine 24 Gänge schalten, wie du möchtest. Ah ja, und du kannst wahrscheinlich auch die Schalter so belegen, wie du willst, oder? Vollkommen richtig. Ja. Saukrass, da tut sich ja echt einiges. Wie viele Gänge hattet ihr damals beim Cyclocross? 9. Und hat das funktioniert? Ja gut, wir hatten damals 2x9 Tatsache gehabt, dann fingen wir ja mit an mit so einer Kettenschiene, ne? Aber dann waren es doch zu wenig Gänge gewesen. Also die Optionen, die wir heute haben, und ich bin eigentlich kein Fan von One-By, also von einem Kettenblatt. Deswegen ist das für mich eigentlich die perfekte Lösung, weil es gibt Momente, da würde ich einfach vorne mit einem großen Kettenblatt fahren. Es gibt aber auch die Situationen, wo ich aus einer Kurve mal raus beschleunigen möchte und dann brauche ich halt ein kleines Kettenblatt. Ja? Und somit habe ich hier alles im Prinzip integriert und kann auch relativ faul mit einer Hand nur schalten, oder wenn ich sage, ich bin jetzt irgendwie im Performance-Modus, dann nehme ich das raus und kann dann, je nachdem wie ich möchte, man soll ja normalerweise nicht extrem schräg fahren, aber dann kannst du halt fahren, wie du das selber eigentlich möchtest. Ja, Ja, mega. Danke, Mike. ja gerne wieder. Was kannst du die Düsseldorfer begeistern? Ja, also ich habe ja gehört, die Düsseldorfer sollen schwierig sein. Ich weiß es nicht. Es ist natürlich so Cycle World. Ich habe gedacht, wir müssen auf alle Fälle unseren Punk zeigen, unser neues, also Punk 2, das Gravelrad. Und da habe ich mir dann was für die speziellen Düsseldorfer überlegt gehabt. So ein bisschen gaga. Bisher haben sie die wenigsten gesehen. Ich habe gedacht, wir machen vorne mal einen ganz schnellen Reifen drauf, einen schönen schmalen. Einen schmalen Lenker, der für Alutech wirklich sehr schmal ist. Wir schalten mit einer Rohloff und hinten sind wir dick Gravel. Wer braucht das? Die Düsseldorfer brauchen das. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es zum Bergauffahren ganz cool ist, weil du hinten nicht durchtrittst. Aber was ist beim Bergabfahren? Da fährst du nur auf den Hinterreifen. Lässig. Und da sieht man, glaube ich, deine Mountainbiker-Gene. Und mit Mountainbikes würde ich dich wahnsinnig gern fragen, was da drüben bei dem Mountainbike los ist, weil es sieht aus dem Augenwinkel heraus extrem crazy aus. Das ist alles andere als Ich weiß auch gewöhnlich. nicht, was das soll. Also das Tolle ist, dass wir hier unsere E-Farnes verwenden können.
weil dieser Motor von Intradrive aus Schottland hat dieselbe Aufnahme wie ein Shimano-Motor. Ach, ja, clever. Da haben die sich was wirklich Cleveres überlegt. Genau. Ja, wir sind mega gespannt. Das wird leider jetzt noch ein Jahr dauern, bis es dann in der Serie... Kannst du schon mal beschreiben, also wie fährt sich jetzt im Vergleich zum Beispiel zu einer Pinion MTU oder sowas? Wenn ich ganz ehrlich bin, ich bin vor einem knappen Jahr den ersten Prototypen gefahren. Ja. Und man sagt den ersten Prototypen von Pinion was Gleiches nach, was dieses auch kann. Also es braucht halt eine Entwicklung. Ja, ja. Ich bin wirklich sehr gespannt. Ich kriege die nächste Evolutionsstufe in 4 Wochen in Freiburg, kann man es fahren. Ja. Dann können auch Endkunden zu uns kommen und dürfen das fahren. Ja. Auch Fachpresse ist sehr willkommen. Das Ding soll dann deutlich leiser sein. Ich bin sehr gespannt. Leiser jetzt als die MGU, meinst du? Ja, das Ja. wäre natürlich ein Punkt. Es ist halt hier keine Riesenbude. Es ist ein kleines Unternehmen mit sehr viel Herzblut. Wir kennen die Jungs schon ein bisschen länger und sind mega gespannt, wie es ankommen wird. Also wir dürfen heute tatsächlich das erste Mal zeigen. Ihr seid die ersten Presseleute sozusagen, die da sind. Geil. Ja. Und es kommt bisher schon sehr gut an. Mal gucken, was das Wochenende bringt und dann vor allen Dingen auch, wenn wir es wirklich fahren dürfen. Ja, sau spannend. Sag nochmal den Namen von der Firma. Intradrive, Intradrive. genau, GD8. GD8. Ja, das sind immer so intuitive Namen, die bleiben einfach im Gedächtnis. Das ist sau gut. Ja. Cool. GD8 für 8 Gänge. Ja, genau. Wir halten auf jeden Fall auf dem Schirm. Sieht wunderschön aus, das Rad, wie man es kennt von dir. Sehr, sehr besonders. Vielen, vielen Dank. Gute Messe, Jürgen. Gleichfalls. Danke dir. Haut rein. Ciao. Und jetzt nicht weniger als eine Weltpremiere. Eine neue Marke erblickt das Licht der Welt. Avona. Und Avona durften wir letzte Woche schon in der Toskana einmal Probe fahren. Und dort durfte ich auch Max schon treffen. Hi, Jonas treffen. Fuck, sorry. Max und Jonas treffen. Und mit Jonas habe ich auch ein Interview geführt. Das kommt nächste Woche. Wie geht's dir, Jonas? Sehr gut, danke. Wie war der Lounge heute? Wie ist es für euch, so die Marke quasi zu gebären? Ja, natürlich super spannend und auch irgendwie erfüllend, weil man ja irgendwie ein Jahr lang daran arbeitet oder 2 Jahre lang daran arbeitet und nicht genau weiß, wie kommt das an. Und wenn das gute Feedback kommt, ist natürlich extrem auch motivierend. Das glaube ich, weil das Feedback kann nur großartig sein. Die Räder schauen cool aus. Das Gravelbike bin ich letzte Woche gefahren. Es fährt sich sehr, sehr geil. Und auch ein ausführliches Interview mit Jonas kommt am Mittwoch auf dem Kanal. Also gerne abonnieren, wer da Bock drauf hat, beziehungsweise einschalten. Aber jetzt, wo wir schon mal zusammen rumstehen, führ uns doch einmal bitte gern durch dein Gravelbike durch und erzähl uns, was du dir bei der Konstruktion gedacht hast. Ja, ganz allgemein ging es bei dem Gravelbike darum, was Schnelles zu machen. Ja. Deswegen ist natürlich auch das Thema Aerodynamik dabei. Wir haben da wirklich eine große Studie gemacht und man sieht, die Rohrformen sind auch davon beeinflusst, also vor allem im vorderen Bereich vom Rahmen sieht man das Steuerrohr hat so einen aerodynamischen Shape, das geht da vorne weiter nach vorne, das ist so nach vorne verlängert, weil wir in der Studie herausgefunden haben, dass das etwa die effizienteste Maßnahme ist, um die Aerodynamik zu verbessern. Dann nach hinten geht es eher um das Thema Komfort oder auch Steifigkeiten, Tretlager. Ja, wir wollten ein sauber abgerundetes Bike und einen dementsprechenden Rahmen auch konstruieren. Und ja, wir haben uns auch auf die Performance außerhalb vom Rahmen fokussiert. Also alles, was Komponenten ist, Reifen, gewachste Kette. Das sind alles Themen, die auch ich als Ingenieur anschaue und nicht ein Product Manager, der sich vielleicht eher auf Preispunkte orientiert. Worüber wir noch nicht gesprochen haben, war über dieses Mountainbike, weil ihr bringt ja jetzt nicht nur ein Gravelbike raus, sondern auch ein Rennrad und dieses Fully. Genau. Was ist daran so besonders? Ja, daran ist eigentlich besonders die Kombination von extrem leichtem Gewicht mit einer Geometrie, die man eher von einem Enduro-Bike kennt. Also wir haben einen 65 Grad Lenkwinkel. Flach, wir haben einen langen Reach und dementsprechend kurzen Vorbau, weil wir auch ein Rad haben wollen, mit dem wir auch Spaß haben erstens und zweitens ist unsere Erkenntnis der vergangenen Jahre, dass ein Mountainbike vor allem bergab den Unterschied ausmacht, also das Material. Klar, bergauf fährt man größere Unterschiede, aber die kommen vom Fahrer. Ja. Und in der Abfahrt kommen die Unterschiede vom Bike zur Geltung.
Und das ist auf schnelles Bergabfahren ausgelegt, deswegen auch nicht so verjippt mit, keine Ahnung, 27,5er Mallet-Aufbau oder sowas? Oder? Ja, ich denke, Cross Country ist halt Effizienz schon immer noch extrem wichtig. Ja. Würde ich es auch nicht mit wenig Federweg als sinnvoll anschauen, einen Mallet zu machen, weil, ja. Aber ist bei Cross Country, ich bin im Cross Country-Bereich noch gar nicht drin, aber ist das, würde mich voll interessieren, mal zu fahren. Wie viel Federweg fahren denn die Cross Country-Leute immer so? Ja, heute zwischen 100 und 120 mm typischerweise. Ja. Es gibt jetzt auch ein paar so speziellere Bikes, die weniger Federweg haben, die eher als Alternative zum Hardtail entwickelt wurden. Aber ja, so im Allgemeinen würde ich sagen zwischen 100 und 120 mm hinten und vorne ist der Trend so auf die 120 mm. Vor ein paar Jahren war es noch bei 100, aber wir haben jetzt gesagt, bei dem Bike spielen 100 mm Gabeln keine Rolle mehr. Wir optimieren das auf 120 bis 130. Cool. Ja, sieht mega nach Spaß aus einfach. Und diese dünnen Rohrformen, ja, die sorgen einfach dafür, dass es auch sehr, sehr leicht wirkt. Was wiegt das Rad? Das Rad, so wie es hier steht, ziemlich genau 10 Kilo. What? Und das ist nicht mit einer leichten Ausstattung. Oder? Das also Flight Attendant ist schwer. Die Axis-Schaltgruppe ist nicht die leichteste. Es stimmt gar nicht, was ich sage. Das ist sogar leicht unter 10 Kilo, weil das war mit einer Reverb Axis Sattelstütze, die auch nicht leicht ist. Wow. Und der Rahmen, so wie er da hängt, ist 1760 Gramm. Das ist auch krass leicht für einen Fully. Also da würde ich mich mal über einen Test freuen. Weil ich habe nämlich noch nie einen Cross-Country Fully getestet. Da hätte ich mal richtig Bock drauf. Ja, das bekommen wir sicher organisiert. Kriegen wir organisiert, ja. Sprechen wir einfach mit den Verantwortlichen hier. Euer Wasserkopf ist ja noch relativ klein, Gott sei Dank. Genau. Ja, danke bis hierhin und weiterhin gute Messe. Ja, vielen Dank. Cool. Dieser Titanhammer, den ich in der Hand habe, der kostet ungefähr 250 €. Und warum das so ist, wollen wir jetzt auch noch mal rausfinden. Guten Morgen. Urs, kommst du aus der Schweiz? Nein. Warum ist das Zeug so teuer? Das Zeug ist so teuer, weil es einfach sozusagen, also der Claim ist ja sozusagen Precision is our religion und das ist wirklich durchweg auch der Fall. Ja. Also man kann sagen, also das Werkzeug ist komplett made in USA, also das heißt hier ist wirklich so, dass alles dort von dem Jason selber quasi gemacht wird, entwickelt und gemacht. Die Historie letzten Endes, er hat Werkzeug für die Profimechaniker machen wollen. Ah ja, ja. Und so das Erste, was damals dann entstanden ist, ist sozusagen hier dieses Crombie-Werkzeug, weil ihn einfach Teammechaniker kontaktiert haben, bis sie genau genommen Crombie, deswegen heißt es, also eine Teammechaniker-Koryphäe kontaktiert und gesagt hat, wir brauchen ein Kassettentool, das funktioniert, ja, das perfekt passt und dann in Kombination noch mit der Kettenpeitsche, wo ich endlich sozusagen eine integrierte Verlängerung habe und damit hat alles begonnen. Sozusagen. Das heißt, das ist sehr präzise gefertigt, genau, es ist leicht, es ist auch, braucht nicht so viel Platz, weil man in so einem Teamtruck natürlich auch nicht unendlich viel Platz hat. Und also man kann es modular zusammenstecken, wenn man zum Beispiel eine Verlängerung braucht. Ganz genau. Aha. Und das ist sozusagen, die Detaillösungen sind sehr durchdacht. Gewicht ist ein sehr guter Punkt. Es gibt teilweise so Team-Issue-Werkzeuge, wie zum Beispiel von dem Pedalschlüssel gibt es dann nochmal eine bisschen kürzere, leichtere Version, weil genau das Gewicht für die Teammechaniker ein Thema ist. Ja. Sie müssen ihre Werkzeugkoffer mitführen können. So ist dann auch die Idee zu diesem sehr edlen Titanhammer entstanden, wo man sich so ein bisschen fragt, warum brauche ich einen Titanhammer? Ja, ist schon ziemlich cool, Gerade bei so einem aber Hammer, ist halt ein schön Hammer leicht. muss sehr leicht sein, ja. Man weiß ja, von eigenen bewegte Masse Genau. kostet Kraft. Und hier habe ich halt einfach zum Lagerwechseln genug Kraft, aber für den Teammechaniker Koffer Ja. möglichst wenig Gewicht. Der liegt halt auch, ich hatte den vorhin schon mal ein bisschen in der Hand zum Spielen, der liegt halt auch verdammt gut in der Hand mit Ja. diesem Griff. Ganz genau. Das ist schon einfach ein sehr, sehr hochwertiges Gefühl. Was würdest du jetzt sagen, wenn so ein Einsteiger in das hochwertige Werkzeugsegment anfängt, so seinen eigenen Werkzeugkasten so ein bisschen aufzurüsten? Was ist so das ideale erste Tool, was er oder sie sich kaufen könnte? Ja. Also ich würde ganz klar sagen, hier ja. geht es auf jeden Fall schon mal los. Ja. Also wenn man das braucht, also Ja. klar, jeder muss so die Kassette und so mal wechseln. Ja. Das funktioniert aber schon sehr gut und gerade mit der Verlängerungsfunktion. Und alternativ dazu letzten Endes hier Oh, das unsere ist nice. T-Wrench. Oh ja. Gibt es dann mit wechselbaren Bits oder mit einer festen Bestückung, da sind sie dann verklebt, könnten aber, wenn sie kaputt sind, auch getauscht werden. Und mit diesem Werkzeug, also man wird es lieben.
ganz einfach, weil es passt perfekt, es sind hochwertige Vera-Bits drin, also dementsprechend, ja, das kann einfach jeder gebrauchen und wird auch eine große Freude damit haben. Danke dir. Vielen Dank. Cool. Und hier beim Stand von Merida bzw. Vision sehen wir ein Rad, das durfte ich vor einer Woche in der Toskana mal testen. Das ist das Merida Scultura in der Ausführung, die das Team von Bahrain Victorious bei der Tour de France und bei anderen Radrennen fährt. Eine absolute Rennmaschine gab es zum Testen dann mit den neuen Vision Metron Laufradsätzen, die mit Carbonspeichen ausgestattet sind. Das sieht nicht nur super fancy aus und kostet eine Stange Geld, sondern sorgt dann auch dafür, dass Seitenwind ein bisschen besser abgehalten werden kann. Was ich hier ganz spannend fand, ist, dass die Narbe ohne Werkzeug zerlegt und wieder zusammengebaut werden kann. Das Merida Scultura werden wir demnächst auch nochmal in der Bread-and-Butter-Variante, nämlich der 6000er-Variante sehen. Das steht nämlich gerade bei mir im Wohnzimmer zum Test bereit und ich freue mich mega darauf, die nächsten Wochen damit nochmal rauszugehen. Das ist ja wirklich Wahnsinn. Ihr habt jetzt die erste Schaltgruppe mal wieder vorgestellt, die einen Kabelzug hat. Seid ihr wahnsinnig? Nein, natürlich nicht. Wir gucken auch ein bisschen, was verlangt der Markt von uns, beziehungsweise auf was für Innovationen ist der Markt vorbereitet oder was möchte der haben. Natürlich gehen wir den elektronischen Weg, wie wir schon an unseren anderen Komponenten sehen, aber es ist nach wie vor ein Bedarf draußen da für die mechanischen Varianten. Der Vorteil ist ja dann vor allem der Preis für den Endkunden, oder? Zum einen natürlich der Preis für den Endkunden, aber nach wie vor hast du den riesen Vorteil für die, die einfach ohne Stromversorgung am Rad fahren wollen. Typisch klassisch wie früher. Haben wir jetzt auch eine Alternative mit der neuen Transmission, die die ganzen Funktionen der Elektronik mit übernimmt, in einem mechanischen Bereich. Wenn wir uns da jetzt mal durchfuchsen, es gibt ja die Transmission 70 und die Transmission 90, habe ich gesehen. Was ist denn da so der Unterschied zwischen den zwei Varianten? Natürlich immer die Wertigkeit der Schaltungen, ganz klar. Das heißt, vom Gewicht her macht es natürlich einen kleinen Unterschied. Der Hauptunterschied liegt ein bisschen in der Kupplung des ganzen Systems. Das heißt, die 70er-Variante hat eine einfache Federkupplung mit drin, währenddessen die 90er-Variante schon auf der Rückschlagkupplung, auf dieser Type-4-Kupplung von GX oder XO zum Beispiel baut. Das heißt, etwas mehr oder besser die Kette dämpft in dem Fall. Natürlich ist es so, dass ich bei dem 90er-Schaltwerk das Schaltwerk vielleicht noch komplett zerlegen kann. Das heißt, wirklich Einzelteile können wir uns nachher gerne nochmal anschauen. So ein bisschen der Nachhaltigkeitsgedanke, zu sagen, hey, ich kann ein Schaltwerk wirklich komplett reparieren, egal was einfach kommt. Auch ein Feedback, das aus dem Markt kam, was wir mit aufgenommen haben, aber eben mit der ganzen Performance, wie es uns auch schon die elektronischen Schaltwerke bieten. Ja, also wenn man jetzt direkt am Trigger pullt, wie wir neudeutsch sagen, merkt man einen Unterschied zu den elektronischen? Es ist immer so diese klassische Frage bei SRAM, wenn du sagst, hey, SRAM-Schaltung, wie fühlt es sich so an? Das ist dieses Klassische, wenn du den Fahrer fragst, die fühlt sich super knackig an. Und genauso sind natürlich auch die Transmission wieder gestaltet. Das heißt, du hast ein super knackiges Schaltverhalten. In dem Fall aber so, da wir das Ganze ja unter super viel Last schalten können, wie wir es schon von den Elektronikvarianten kennen, haben wir bei dem Trigger das Schaltverhalten auf 2 Gänge begrenzt, um der Kette die Möglichkeit zu geben, sauber mit der Kassette zu synchronisieren und somit quasi unter voller Last zu schalten. Was dem E-Bike-Fahrer jetzt einfach auch das Ganze so wirklich zugute kommt. Er kann im Berghoch unter Turbomodus Vollgas schalten, was mit den vorhergängigen Schaltsystemen manchmal wirklich so ein bisschen Schmerzen verursacht hat, wo man gesagt hat, okay, hoffentlich fliegt mir das System nicht um die Ohren. Ist jetzt einfach mit der Transmission überhaupt kein Problem mehr. Spannend, dass 2 Gänge in beide Richtungen gehen. Das ist ja anders als bei Shimano. Ja und nein. 2 Gänge, wenn ich auf die leichteren Gänge schalte, 1 Gang, so wie wir es haben, nach unten, wenn ich in die höheren Gänge schalte. Da ist ja bei Shimano 3 Gänge dann sogar. Oh. Und neben der neuen Schaltung gibt es auch eine neue Bremse, die auf den Namen Motive hört. Was ist da jetzt so das Besondere dran? Hier auch ein bisschen so das Feedback vom Markt mit aufgenommen. Und zwar Mineralöl. Haben wir schon lange auch mit angefangen, mit so einer DB8-Linie, mit unserer Maven-Bremse, die ja super erfolgreich draußen am Markt ist. Und jetzt endlich ein komplettes Line-Up von SRAM im Mountainbike-Bereich mit Mineralöl. Eine Kombination aus einer Cross-Country-Level-Bremse und einer Code-Bremspower. Hat man jetzt so ein bisschen beides zusammengenommen und hat die neue Motive auf den Markt gebracht, die jetzt quasi nach unten hin das Line-Up mehr oder weniger für den Cross-Country- und Trail-Bereich im Mineralöl abdeckt oder mit Mineralöl abdeckt. Und dann ist es so, im mittleren Bereich haben wir von der Power her eine DB8 angesiedelt und dann wirklich im Long-Travel-Bereich die bereits bekannte Maven-Bremse, die wir mit im Programm haben.
Ich komme nicht dazu, mir irgendwas anzugucken, weil hier nur lauter geile Leute rumlaufen, mit denen man sich unterhalten darf, kann, will und muss. Wer war der Geilste bis jetzt? Oder die Geilste bis jetzt? Muss man ja richtig gendern. Manu. Kennst du Manuel von Bombtrack? Hallo. Hallo. Es war ein Zufall, dass wir uns hier treffen. Ihr habt gerade einen Award gewonnen für das spannendste Cargo-Bike. Ist es der richtige Name für den Award oder wie heißt der nochmal? Das war auf jeden Fall Cargo Bike Award. Ob das jetzt spannend war, ist schon nicht dabei, tatsächlich. Aber ich finde es auf jeden Fall ein super spannendes Konzept, einen Cargo Bike kurz zu bauen mit einem 20 Zoll Reifen. Oder es ist 16, oder? Nee, 20 Zoll. Also wie so ein BMX-Rad vorne, hinten wie ein Gravelbike oder ein Mountainbike und vorne noch so ein Körbchen. Das ist ja eine relativ neue Fahrradgattung. Es ist ein Mini-Cargo, davon gibt es tatsächlich nicht so viele auf dem Markt. Das ist ein Rack und kein Körbchen. Man kann aber ein Körbchen drauf machen. Oder eine Bierkiste oder eine Wasserkiste. Oder ein Kind vielleicht, geht das? 30 Kilo. Ja, ein kleines Kind. Und du brauchst einen richtigen Sitz, den haben wir aber nicht, tatsächlich. Okay. Ist vielleicht eine neue Kategorie, ist natürlich super praktisch. Also momentan, wir besetzen gerade damit die Nische der nicht elektrisch angetriebenen Cargo-Bikes. Das ist auch wieder spannend. Heutzutage gibt es ja kaum noch. Voll, Es ist relativ kompakt, du kriegst es natürlich überall rein, ob es im Keller ist oder in die Wohnung. Kannst mit 30 Kilo beladen, hast zweifach, das heißt, du kommst auch in bergigen und hügeligen Städten irgendwie mal auch einen Berg hoch. Es schaut auch cool aus. Es ist wahrscheinlich mega stabil. Hier jetzt auch mit der... Sehr steif. Das hat nichts mit Stabilität zu tun, sondern einfach, wenn du wirklich voll beladen fährst, ist es einfach sehr, sehr steif. Ja. Ist aber trotzdem Alu. Also man kann es gut hochheben. Was wiegt das? Das ist sehr praktisch. Alter, da muss ich jetzt mal... Da unten steht irgendwas in schwarz-weiß. 14,8. Ja. Also man kriegt es auf jeden Fall mit einer Hand hoch. 14,8 ist echt nicht so schwer. Genau. Und vor allem, was ich jetzt ziemlich spannend finde, der Preis. 1700. Das ist für ein Stadtrad mit keinem Körbchen, sondern mit so einem Rack genau. Eigentlich relativ wenig. Wir haben es im Prinzip echt wirklich dafür konzeptioniert, dass es eigentlich für den Kunden oder die Kundin das perfekte Zweitrad ist. Ja. Also es wird nie ein Erstrad für irgendjemand sein, aber es ist natürlich irgendwie was super, was man zum Einkaufen Auto mal stehen lassen, wenn man eins hat oder so. 3 Gründe, warum Kettenwachs besser ist als Öl. Sauber, sauber, sauber. Ja, natürlich auch niedriger Verschleiß, das volle Programm. Jetzt habt ihr mich ein bisschen überrascht. Alter, wie krass der Messestand einfach gewachsen ist. Irre, Mann. Saugeil. Ja, der alte, der bei der Bespoke war nicht so genial. Ja. Die hat auch eine Rückseite, ne? Wow. Die Rückseite ist sehenswert. Aber krass, geil, dass du ausstellst hier. Ja, ich sag mal irgendwie so, wenn es so schon so nah ist, dann kann man es auch mal mitnehmen. Ja. Verkaufst du auch? Gemacht. Ja, ein bisschen, ja. Julian, bist du Kettenwachs-Fan? Ja, ich bin Kettenwachs-Fan. Ich benutze es schon seit er das erste auf den Markt gebracht hat und habe das auch in den Radladen nach Darmstadt gebracht. Irre, was für ein Boom dieses Optimize-Geschäft hier hat. Felix verkauft hier auch Kettenwachs, aber vor allem halt freuen sich die Leute, ihn in echt zu sehen, habe ich das Gefühl. Das ist richtig starstruck. Und weil er jetzt gar keine Zeit haben wird, sich da mit uns vertieft über Kettenwachs zu unterhalten, verweise ich einfach mal auf ein Video, was die nächsten Wochen kommen wird, und zwar zum Thema, wie man daheim seine Kette selbst heiß wachsen kann, wenn man schon ein fortgeschrittener Bike-Nerd ist oder werden will. Servus. Hallo. Auch hier? Was macht ihr hier? Schlachtplan. Ja. Wie schlachtet ihr? Ich bin heute hier und morgen verdammen wir dann Richie herzukommen und wir sagen ihm, wo er überall hingehen muss und was umsonst schnornt oder so. Habt ihr schon Sticker abgegriffen? Ja, auf jeden Fall. Ganzen Rucksack voll. Ja. Das Bier ist richtig lecker bei von Weise. Habt ihr jetzt schon eins getrunken? Ist einfach alkoholfrei, müsst ihr aufpassen. Gestern, das ist echt lecker. Ja, gestern hatten wir auch, aber es war alkoholfrei. Eine Marke, die wir immer öfters jetzt auch auf Social Media sehen und die viele coole Gravelbiker und Rennradfahrer fahren, ist Megamo. Christopher, guten Morgen, wie geht's da? Super, vielen Dank. Schön, dass ihr bei uns am Stand seid. Immer gern. Euch haben wir schon länger auf dem Schirm. Euch gibt es seit, ich würde schätzen, 1987. Richtig, ja. Aber ihr seid jetzt richtig am Durchstarten mit Gravel und Rennrädern. Warum jetzt und warum mit Gravel und Rennrädern? Naja, also die Historie der Marke liegt, wie du ja schon richtig gesagt hast, in 1987 und kommt eigentlich eher vom Mountainbiken. Da kommen wir ursprünglich her. Aber ich glaube, ich sage dir jetzt auch nichts Neues, wenn ich dir erzähle, dass das Mountainbike-Thema nicht ausstirbt. Wir halten daran fest. Es ist auch für uns ein sehr, sehr wichtiges Thema und auch in unserer DNA, weil wir auch noch eine Marke sind, die einen
Mountainbike-Team hat, ein Marathon-Team. Ich glaube, das gibt es nicht mehr so oft. Cool, habt ihr auch ein Cross-Country-Rad? Genau, Ja. da vorne. Ist in unserer DNA. Aber wie gesagt, ich erzähle dir nichts Neues, wenn ich dir erzähle, dass es mehr und mehr zum Gravel geht. Ich glaube, die Anmeldezahlen für Events wie Tracker sprechen für sich. Und deswegen ist das natürlich unser Produkt und auch sehr, sehr wichtig für uns. Und natürlich das Rennrad, was auch gerade wieder komplett durch die Decke geht. Sehen mega schön aus. Sind das die Standardlackierungen oder ist das jetzt was ihr für die Messe exklusiv hier mal vorstellt? Nein, auch da sind wir wieder bei unserem eigenen Buff Megamo Team. Das ist die Buff Megamo Edition. Wir haben seit diesem Jahr in unserem Team den Martin Stossek. Martin Stossek ist der Europameister in der Gravel-Disziplin. Und deswegen mussten wir ihm natürlich ein Rad machen in der Teamlackierung. Das ist aber nicht nur Teamlackierung, sondern dieses Rad ist auch ab April im Handel erhältlich. Spannend. Cool. Ja, behalten wir auf dem Schirm. Megamo. Coole Marke. Danke, Christopher. Danke für euren Besuch. Immer gern. Immer gern. Sandra, als eifriger Tourleser verfolge ich deinen Live-Blog seit heute Morgen um 6. Was ist dein persönliches Highlight? Seit heute Morgen um 6? Ja, ich war in der Früh, ein bisschen früher wach und dann habe ich mir das so angeschaut und dachte mir, ja, krass, da muss ich auch noch hin, da muss ich auch noch hin. Wow, was du alles gesehen hast. Also ich fühle mich, als hätte ich noch gar nichts gesehen. Ja. Ich weiß noch nicht, was mein Highlight ist, ehrlicherweise. Es ist zu früh, um Urteil zu fällen. Ja. Hast du schon... Was ist denn mein Highlight bis jetzt? Holger, was ist denn dein Highlight bis jetzt? Kask, ja, Kask war cool. Hast du schon Kask gesehen? Ja, ich hatte sogar einen Helm auf gestern. Dann ist also dein Highlight Kask. Georgia, nicht wegrennen. Guten Morgen, wie geht's dir? Guten Morgen, es geht mir gut, wie immer. Wie immer? Ja. Sehr schön. Führ uns doch mal ein bisschen durch Kask durch. Wo kommt der her und was unterscheidet euch jetzt von den ganzen anderen Helmmarken da draußen? Ja, sehr gerne. Also Kask ist eine italienische Marke. Wir haben unseren Sitz in Lombardei, in der Nähe von Iseosee, ein sehr bekanntes Gebiet für die Deutschen. Sehr schön da. Ja, wunderschön. Wunderschön zum Fahrradfahren, Wandern, für alle Sportarten. Und die Firma wurde vor 21 Jahren gegründet. Und wir haben ein breites Portfolio, kann man sagen. Wir haben Fahrradhelme, Skihelme, Reithelme, Helme für Baustelle, also Sicherheitshelme. Also wir haben wirklich eine lange und tiefe Erfahrung in der Helmherstellung. Ja, man kennt euch ja auch vor allem für die Rennradhelme und jetzt auch für die Gravelhelme. Ja. Den Protone habe ich, glaube ich, auch in weiß und in dieser Farbe da vorne. Sahara. Was halt krass ist, ist, wie gut die passen. Warum passen die so gut? Liegt das an meinem Kopf oder habt ihr ein anderes System? Nee, es liegt nicht an deinem Kopf, weil alle sagen das Gleiche eigentlich. Die Passform ist wirklich toll bei unseren Helmen. Ich glaube natürlich, dass es an unserer langen Erfahrung mit den Helmen liegt. Und du hast genau eine der besten Modelle, würde ich sagen, genannt, Protone Icon, schon seit ewig, 7, 8 Jahre in unser Sortiment und immer noch an der Spitze, würde ich sagen. Natürlich versuchen wir ein paar Neuigkeiten reinzubringen, wie neue Farbe, neue Kollektion, Capsule Collection. Du hast gerade diese Sahara Matt genannt, aber letztes Jahr haben wir diese neue Mattfarbe-Kollektion gelauncht mit dem Forest Green Matte, Lavender Matte, Sahara Matte und Tangerine Matte. Also coole Farben, die auch für, wie du gesagt hast, Rennrad und Gravel geeignet sind und passen einfach gut. Und Kask ist nicht nur Protone Icon natürlich, wir haben ein breiteres Sortiment, obwohl wir meistens Rennrad und im Rennrad- und Gravelbereich bekannt sind. Der Havana ist ein Modell, das wir letztes Jahr gelauncht haben eigentlich. Und das wird auch von den Profis gefahren, das wurde mit ihnen auch zusammen entwickelt, wie die meisten von unseren Modellen. Und Nirvana hat gerade auch den Preis von Design Award 2025 bekommen. Wir haben das letztes Jahr mit Elemento gewonnen und dieses Jahr noch mit Nirvana. Also die sind coole natürlich Produkte vom Design her. Wir sind Italiener. Ja. Das ist auch eine Eigenschaft von unserer Produktion. Und natürlich an der Spitze von der Technologie kann man sagen. Wir haben letztes Jahr mit Elemento und jetzt auch weiter mit Nirvana 3D-Druck-Padding in unsere Helme eingesetzt. Man sieht das, wenn man
hier schaut, ja. diese 3D-Druckpadding, es gibt mehr Belüftung, also eine bessere Belüftung und auch mehr Sicherheit, kann man sagen, weil im Fall von Sturz wird die Energie in 3 Richtungen verteilt und deswegen den Kopf besser begleitet, kann man sagen. Ja, also Gehirnerschütterung vermeiden ist unser Ziel natürlich. Ja. Und dann kommt dazu noch Design, schöne Detail wie Kunstlederriemen, angenehm und einfach zu waschen. Und dann noch dieser super angenehm Verschlusssystem, unser Octofit Plus. Es gibt einen Verstärker, damit das so auf der Seite angestellt werden kann. Und auch sehr beliebt ist die Möglichkeit, das so einzustellen. Das ist bei allen unseren Modellen. Das ist ein neues Modell, eine neue Version, kann man sagen, von den Octofit Plus. Und bei den älteren Modellen haben wir das Octofit. Aber gleiches Prinzip, würde ich sagen. Cool. Ja, schaut nice aus, passt gut, macht schnell. Top. Danke, Georgia. Sehr gerne. Schönen Tag euch. Ja. Und neben Fahrradteilen und ganzen Fahrrädern gibt es natürlich auch allerhand Accessoires, wie die coolsten Schuhe der Welt. Und den Jens, der uns ein bisschen was zu Sidi erzählt. Jens, guten Morgen, wie geht's dir? Hi. Gut, danke. Gut geschlafen? Ja, bestens. Wir teilen uns ja ein Hotel, wir haben uns beim Frühstück ja schon ein bisschen unterhalten. Aber jetzt erzähl mal ganz kurz und knapp, wo kommt denn Sidi her und was zeichnet Sidi so ein bisschen aus als Marke? Also Sidi ist ein italienischer Hersteller aus Veneto in Italien, produziert größtenteils noch in Italien oder in Rumänien in eigener Produktion. Ja. Hat eine Tradition von über 60 Jahren und ja, sehr, sehr rennsportaffin, bedient aber alle Bereiche im Fahrradbereich, also sprich Road, Gravel, Mountainbike. Ja. Ich habe ja 4 Schuhe von euch gerade, ich habe es gerade gesagt, im Kleiderschrank, die hatte ich auch alle schon im Einsatz. Ich habe den Gravel-Schuh, der sieht ultra nice aus. Dann habe ich den Mountainbike-Schuh da hinten und diesen Rennradschuh hier, genau in der Farbe. Ja, den Ergo 6. Und da ist mir aufgefallen, dass das Verschlusssystem echt anders funktioniert und sogar besser funktioniert als bei vielen anderen, weil man die sehr fest zumachen kann und vor allem, wenn man sie aufmacht nach einem harten Ride, gehen sie sauschnell wieder auf, ohne dass man gefangen ist in diesem ganzen Ding. Und ich habe relativ breite, wie sagt man dazu, diesen Fuß hier in der Mitte, den Mittelfuß. Habe ich einen relativ breiten Mittelfuß und der passt mir mega gut. Ist das für breite Mittelfüße gedacht oder passt da jeder Mittelfuß rein? Es gibt unterschiedliche Passformen bei Sidi. Ich nehme ihn gerade mal. Gern. Der Schuh, also es nennt sich Millennium Fit bei Sidi, ist einfach im Vorderfußbereich etwas weiter. Heißt aber, der Schuh hat insgesamt ein super Fitting, aber du hast vorne einfach ein bisschen mehr Raum. Ja. Und es gibt speziell noch eine breite Passform, die nennt sich bei Sidi Mega, Mega-Passform. Und es gibt auch eine Race-Passform, also die ganz klassische Sidi-Passform. Wir gehen aber, Entschuldigung, wir gehen immer mehr auf das Millennium Fit, also auf das Fitting, was einfach im Vorderfußbereich ein bisschen breiter ist. Und was unterscheidet jetzt so einen besonders teuren Schuh von einem Einsteigerschuh? Was würdest du sagen? Ist es vor allem die Passform? Ist es das Verschlusssystem? Ist es das Material? Ist es die Farbe? Ist es das Design? Im Endeffekt ist es von allem ein bisschen was. Also es ist mit Sicherheit das Fitting, also der richtig teure Schuh ist eher mehr für den Rennfahrer konstruiert. Der günstige Schuh mehr für einen Fahrradeinsteiger. Es ist einfach insgesamt auch ein bisschen bequemer. Das geht bei der Sohle los. Also aufwendige Carbon-Konstruktion oder eher eine günstige Kunststoffsohle bei einem günstigeren Schuh. Drehverschluss unterschiedlich. Was vielleicht zu den Drehverschlüssen noch ganz interessant ist, also viele kennen ja das Boa-System, aber Sidi hat den Drehverschluss vor 30 Jahren mal erfunden. Geil. Und erst als das Patent dann eigentlich ausgelaufen ist, hat Boa angefangen, was Ähnliches zu konstruieren. Und Sidi hält aber nach wie vor am eigenen System fest, das extrem lange haltbar ist. Auch die Seile hier sind extrem haltbar, also es ganz selten mal, dass da einer kaputt geht und lässt sich natürlich alles auch austauschen. Ich kann mich auch erinnern, als ich vor 25 Jahren beim X-Rennen gefahren bin, hatten die coolen Jungs auch schon alle diese Sidi-Schuhe mit genau diesem Sidi-Verschluss. Ist er auch patentiert noch oder warum? Nee, der ist nicht patentiert. In dem Bereich hier oben ist halt die Auflagefläche einfach extrem groß.
Ist natürlich auch eine gute Sichtbarkeit des Markenlogos hier oben. Also deswegen ist es vielleicht einfach auch so auffällig, weil man auch beim Rennfahrer, wenn der ein Zielsprint ist, einfach das Markenlogo gleich vorne wahrnimmt. Geschickt platziert. Ja, coole Schuhe, ich mag die sehr gern. Vielen Dank, Jens. Und wer die Schuhe weiter in Action sehen will, gerne abonnieren. Ich behalte die an. Danke. Moin Gunnar. Wow. Hi, Radelmädchen, hi. So, und ab jetzt wird Testet Messen? Ja. Ist das dein neues Format? Ja, ich teste die Messe. Okay, und wie ist der Losbrechmoment dieser Messe? Das ist Wahnsinn, so eine gute Stimmung. Stevens hat irgendwas gewonnen, habe ich vorhin mitbekommen. Geil. Hast du auch einen Award verliehen? Nee, ich habe keinen verliehen Hast und du keinen bekommen? bekommen. Nee, das ist okay. Das ist vielleicht ein Prädikat für diese Veranstaltung, dass es so ist. Hier wird scharf geschossen Ja, vom wollte ich Pressedienst gerade Fahrrad. Zum Beispiel, ja. Und Teil dieser Messe sind auch Awards, also Preise, die verliehen werden in unterschiedlichen Kategorien. Und es gibt einen Preis im Bereich Bestes Rennrad. Und den hatte Stevens Akalis gewonnen gegen nicht weniger als das Canyon Aeroad, was auf dem zweiten Platz verwiesen worden ist. Wäre auch mal cool auszuprobieren. Wenn man jetzt so vom Cyclocross kommt, wie interpretiert man dann Gravelbiken? Ist es dann eher was für Abenteurer oder sagt ihr, das ist was für Kurzfahrten, wie beim Cyclocross eben üblich, so 40 Kilometer? Oder einfach ganz, ganz schnelles Rennradfahren mit breiten Reifen? Cyclocross ist eher, würde ich sagen, ganz schnelles und sportives Rennradfahren mit etwas breiteren Reifen. Und Gravel ist eher sozusagen komfortables Rennradfahren. Also wenn man sich die Geometrie anguckt, ist das Rad viel kürzer, das Cyclocross, und das Gravelrad ist einfach viel länger, was das Fahren einfach viel angenehmer und komfortabler macht, sozusagen. Ja. Und wen spricht ihr jetzt an mit euren Gravelbikes beispielsweise? Boah, jeder, der Bock auf Abenteuer, Reisen hat, in der Natur sein will, den sprechen wir eigentlich mit dem Gravelrad an. Also da kategorisieren wir da eigentlich nicht zwischen männlich oder weiblich oder jung oder alt, sondern eigentlich der Bock drauf hat, der sollte sich so ein Rad holen. Okay. Der Preis ist natürlich im guten Mittelbereich, sind nicht super aggressiv und super teuer, aber wir sind auch nicht günstig, sagen wir es mal so. Ja. Hier macht Filme, wie zum Beispiel mit der Sandra Schubert die Deutschland-Tour. Kann man sehr empfehlen. Ich muss überlegen, was mache ich denn für Filme? Oh Gott. Viele Leute sagen ja auch immer, dass die Arschrakete immer so baumelt. Und dafür hat Tailfind hier so eine Carbonstütze entwickelt, die man an den Achsen befestigt. Und das sorgt dafür, dass diese Arschrakete auf gar keinen Fall wackelt. Und hier haben wir ein ziemlich einzigartiges Bike. Das Baldiso One hat den Award für das beliebteste Rad des Publikums im Bereich Rennrad gewonnen. Das Rad sieht natürlich besonders aus, ist von einem Konstrukteur, den wir jetzt näher kennenlernen. Ich habe Maschinenbau studiert, über die Bundeswehr. Habe tatsächlich Industriedesign auch nochmal studiert, so, um nach meiner Bundeswehrzeit nochmal so ein bisschen anzuknüpfen an die aktuelle Technik. Ja. Aber an sich habe ich alles zu Hause angefangen zu basteln. Im Keller meiner Eltern habe ich damals Carbonfasern und Harz zusammengemischt und den ersten Flaschenhalter gebaut. Da habe ich fast ein halbes Jahr gebraucht und habe den um Thermoskannen gewickelt. Und so ist dann der erste Flaschenhalter entstanden. Das heißt, das kann jeder daheim auch machen? Das kann theoretisch jeder zu Hause machen. Also Carbon ist sehr einfach in der Verarbeitung. Du brauchst die Faser, du brauchst ein Harz und sobald du die Faser mit dem Harz einstreichst, bekommt es seine Festigkeit. Also theoretisch könntest du ja auch deine Jacke jetzt mit Harz einstreichen, dann würde die auch fest werden. Und Backen, was bringt das dann? Führt zu einer besseren Vernetzung. Also die Harz- und Härter-Moleküle vernetzen bis zu einem gewissen Grad bei Raumtemperatur. Bei höherer Temperatur steigert es aber den Vernetzungsgrad und dadurch wird es sowohl temperaturstabiler als auch steifer. Ja. Und deshalb werden Carbonteile meistens nochmal gebacken. Okay. Jetzt haben wir verstanden, wie Carbon verarbeitet wird, was Carbon kann. Das ist relativ steif. Was hast du dir gedacht, als du es verstanden hast? Was für Produkte wolltest du dann damit machen? Genau, es hat damals tatsächlich damit angefangen, dass ich ein altes Stahlrad hatte und die anderen im Verein schon irgendwie Carbonräder. Und das konnte ich mir damals nicht leisten. Und dann ging es eben los, dass ich mir die Sachen selbst gebaut habe. Und dann von Aero-Lenkern über Zeitfahrhelm alle möglichen Sachen gebaut habe. Ja. Und schlussendlich ging es dann eben in die Richtung von einem Flaschenhalter. Das war so das erste Produkt, was wir
damals über den eBay-Account von einem Freund verkauft hatten und den hat direkt jemand gekauft. Dann haben wir gesagt, okay, wir müssen noch einen zweiten bauen und einen dritten. Für welchen Preis? Ich glaube, es waren 19 € oder sowas oder 17 € irgendwas. Das ist ja okay für einen Carbonenflaschenhalter. Ja, war damals auch ganz selten. Also damals gab es auf eBay keine 10 unterschiedlichen Flaschenhalter. Das war wirklich noch so die ganze Anfangszeit. Ja. Wow. Genau. Und jetzt bist du, also jetzt sieht man zum einen mal dieses... Natürlich immer weiter. Ja. Genau, es geht weiter und weiter. Neben dem Flaschenhalter bin ich dann in die Richtung Tachohalterung gegangen. Habe viele unterschiedliche Tachohalter gebaut. Ja. Schlussendlich ist jetzt gerade das aktuelle Highlight der Entwicklung natürlich dieser Rahmen, den ich für Baldiso konstruiert habe, mit dem Ziel, wirklich mal das Fahrrad, die Rahmenform neu zu denken. So ein bisschen, wenn man durch den Wald geht und die Natur sieht, die Wurzeln, wie verbinden sich die Bäume, wie baut die Natur Konstruktionen, wie sehen Knochen aus mit Knotenpunkten, die dicker werden, dann sich verjüngen und in den nächsten Knotenpunkt wieder aufgehen. Und so ist dieser Rahmen eigentlich aus der Entwicklung aus sich selbst entstanden, indem wir einfach Linien verbunden haben. Und ja, jetzt steht das Rad da. Wir haben jetzt eine Mega-Note beim Tourtest bekommen. Es ist super aerodynamisch. Steifigkeit und Fahrverhalten ist mit 1,0 extrem gut. Entgegen der Erwartungen von vielen. Viele haben gesagt, es hält ja gar nicht, es wird brechen. Es ist aber eins der steifsten Räder, was die Tour je getestet hat. Das ist ja super interessant. Das sieht ja mega irre erstmal aus, ohne dem Sitzrohr. Wollt ihr das verkaufen oder ist das einfach so ein Ding? Die sind schon verkauft, also es sind jetzt schon 8 Räder ausgeliefert, ganz individuell aufgebaut. Die meisten Räder haben auch gar nicht, wie man es hier sieht, diesen Umwerferadapter, sondern sind hier komplett glatt. Das heißt, hier ist es auch komplett frei. Das heißt, hier fährt man dann One-By und hat fährt die dann One-By oder mit Classified oder eben so mit einem zusätzlichen, ja. Oder auch die neue Explorer, das Explorer-Schaltwerk. Die ist noch nicht gelauncht, glaube ich. Doch, doch. Ach so, doch, die ist schon. Ah ja, die ist schon verkauft bei uns. Ja. Genau, also mit dem neuen Explorer-Schaltwerk funktioniert es auch hervorragend, dank UDH. Was kostet? Geht los bei 13.000. Ist limitiert, das Rad. Ja. Wird wirklich individuell in Wunschfarbe, in Wagenfarbe oder Lieblingsfarbe lackiert, individuell aufgebaut. Dementsprechend natürlich auch dieser Preis. Ist aber auch was ganz Besonderes. Also die meisten unserer Kunden haben das im Wohnzimmer hängen und warten auf den nächsten Sommerabend, um eine Runde zu drehen. Ja, das ist irre. Es ist auch mega schön. Also ich glaube, dass es auch gut funktioniert, weil es nicht nur irgendwie... Ich meine, die meisten Autobauer, wenn die ein Radl bauen, die lassen immer das Sitzrohr weg. Und das sieht immer furchtbar aus, aber hier sieht es cool aus. Ja, danke schön. Also ist auch so der Gedanke, so ein bisschen das Cabrio unter den Rädern. Ja. Anstatt, dass man sich ein teures Porsche Cabrio kauft und dann irgendwie abends das Benzin verfährt, hat man hier ein Rad und genießt einfach die Natur und gönnt sich auch was. Ja, und das ist ja auch für dich wahrscheinlich ein mega Learning gewesen, um zu sehen, was möglich ist mit Carbon, was du auch irgendwie noch rausholen kannst aus dem Radl. Ja, also wir sind selbst erstaunt, wie gut das jetzt performt. Ja. Und so kommt quasi eine Entwicklung zur nächsten. Wir sehen, wir brauchen hier, eine Flasche fehlt. Das stimmt. So kommt die nächste Entwicklung jetzt in der Reihe. Wir haben hier ein Adaptersystem für Trinkflaschen hinterm Sattel. Und das Besondere hier ist dieser Adapter. Das ist die ultimative Anhängerkupplung für jedes Fahrrad. Weil wir keine genormten Punkte am Fahrrad haben. Außer vielleicht den Gabelschaft, der versteckt ist. Die Steckachsen vielleicht noch. Aber ansonsten hat man am Fahrrad keine Normungspunkte. Die Flaschenhalterschrauben sind genormt. Aber hier haben wir die Sattelrails identifiziert, die immer den kleinen Abstand haben, die immer den kleinen Durchmesser haben, oval oder rund, aber ansonsten immer gleich sind. Und hier bringen wir dieses Carbon-Teil, unseren sogenannten Y-Mount, den man hier ganz schön drehen sieht, mit 4 Punkten ganz stabil an das Sattelgestell ran. Das heißt, wir haben einen extrem stabilen Aufnahmepunkt. Und der ermöglicht dann unglaubliche Freiheiten. Wir können an sich alles ans Fahrrad anbringen, was davor gewackelt hat, gar nicht anzubringen war. Und von eben dem Flaschenhalter über die Satteltasche, die meistens ja schwingt. Die klassische Arschrakete, die wackelt und beim Wiegetritt stört, auch an sich schwer ist, weil sie viele Verstärkungen, Riemen, Platten etc. benötigt. Das brauchen wir alles nicht. Wir haben hier die sogenannte Gabel, die mittels Titanschrauben als Carbonteil super fest an unserem Y-Mount, der wiederum fest am Sattel sitzt, der extrem stabil ist, befestigt ist. Und dann können wir hier die Satteltasche, die gar keine Platten mehr und nichts mehr benötigt, direkt mit diesem Gurt, mit einem Riemen an diese Gabel verspannen und haben an sich die leichteste Satteltasche
die es aktuell auf dem Markt gibt. Also ich würde mal jetzt claimen hier offiziell, es ist die leichteste. Also wir sind bei... Die Tasche wiegt 230 Gramm inklusive der Carbonteile und hat 10 Liter. Ja, also das ist, glaube ich, die leichteste, die am Markt zu finden ist. Jedenfalls kenne ich keine leichte. Und die gibt es in Serie auch? Die gibt es in Serie, genau. Was kostet die? Die Tasche kostet 199 € und das Y-Mount-Set mit der Gabel kostet 189 €. Das Ganze wird es noch als Bundle geben, also als Set geben und wird dann noch ein bisschen günstiger sein. Aber es ist halt mit 5 Kilo kann man die beladen. Ja? Das kommt auch noch hinzu, also mehr als man normalerweise in eine Arschrakete reinpacken würde. Und das stabilste und leichteste System, würde ich mal ganz selbstbewusst sagen, was am Markt existiert. Mega, da kannst du sogar Zeitungen mit austragen, wenn du willst. Behalten wir auf dem Schirm. Wäre auch irgendwie interessant mal zu fahren, auf jeden Fall. Danke euch. Eine gute Messe. Trackstand bedeutet anscheinend, dass man einfach stehen bleibt. Und dann so. Oder? Und jetzt stehen wir bei Jannis von CyclePunks. Jannis, du baust die witzigsten Räder. Nee, ihr habt die coolsten Klamotten. Und du verkaufst jetzt sogar Replikas von dem beliebtesten Trackrahmen, den es jemals gab. Habe ich das richtig zusammengefasst? Ja, vielleicht. Also so einer der legendärsten Rahmen. Also, du meinst das Kendall-Track von 1992. Genau, das meine ich. Genau. Das ist quasi basierend auf der Geo, aber nach eine neue Interpretation sozusagen, weil das ist Titan. Das gab es natürlich vor 30 Jahren, das ist 30 Jahre her, ja, so 30 Jahre her noch nicht in der Art im Trackbike-Bereich. Aber die Geometrie habe ich versucht, so nah an dem Original zu machen, wie es möglich ist mit dem Werkstoff. Also, aber ich habe es natürlich auch verändert. Das heißt, also die Winkel, die stimmen alle, die sind alle wie das Original, aber ich habe moderne Dropouts unten, die du auch einstellen kannst mit einer Schraube hier. Ah, nice. Ich habe ein voll integriertes Headset, weil bei dem Original ist es ein externes Headset, das außen ist. Ja. Und das hat dann eine Stahlgabel. Und ich habe halt eine voll integrierte Gabel. Carbongabel, die ist original, hat eine Stahlgabel auf jeden Fall. Und das gibt es dann optional so oder wie man das da drüben sieht mit einer Titangabel auch. Das habe ich jetzt blau anodisieren lassen, aber nur für mich, zum Testen, zum Zeigen. Ja. Also man kann das so jetzt bei mir kaufen und dann wird das nicht unter direkt CyclePunks laufen, sondern CyclePunks Bicycle Co. Das ist eine Zweitfirma, die ich extra dafür gestartet habe, um Bikes zu verkaufen. Warum machst du das? Also warum ist aus steuerrechtlichen Gründen? Oder, so? Nee, einfach klingt cool. Ich habe 2 Firmen. Ja, das Ding ist so, CyclePunks ist ja mehr so Klamotten-Merch. Ja. Und ich finde, so Bicycle Co. soll sich dann auf die ganzen Fahrradparts beziehen. Ah, ja. Weil ich mache ja natürlich auch Titan-Parts, die man da auch drüben sehen kann. Ja. Ich mache auch die Laufradsatz hier auch. Ja. Den kann man auch bei mir erwerben. Und jetzt gerade kann man halt Pre-Order-mäßig, weil ohne Pre-Order kann ich das nicht finanzieren. Ich bin alleine, ich bin keine große Firma, das ist alles DIY sozusagen. Also du kannst ein Downpayment machen und dann dauert das so 4-5 Monate, dann ist dein Rahmen fertig. Ja. Und dann zahlst du das finale Payment plus das Shipping und dann kriegst du ihn nach Hause. Und was kostet? Der Rahmen kostet 1.999 plus Gabel 1.250 und dann ist ein Titan-Headset noch inklusive mit dem gleichen Finish wie der Rahmen und die Sattelstützklemme. Ah, nice. Genau. Und es gibt 2 verschiedene Optionen. Entweder den Rahmen einfach als reines Trackbike, da hast du keine Möglichkeit, eine Bremse ranzumachen, sondern nur in der Gabel eine Bremse ranmachen vorne. Und hinten ist es nicht möglich, so, weil normal hast du hinten keine Bremse. Ja. Aber du kannst auch die Version haben wie diesen hier. Das hat ein internes Cable Routing im Unterrohr, dass du quasi eine zweite Bremse ranmachen kannst. Das geht hier unten. Und hier unten kannst du bei dem Bottom Bracket eine Direct Mount Bremse ranmachen. Das heißt, es ist quasi hinter der Kurbel versteckt. Und es ist super clean, weil es integriert ist. Das habe ich vor allen Dingen gemacht, weil viele Fixed-Gear-Fahrer auf der Welt halt in Asien sind, zum Beispiel in Japan. Und bei denen ist es vom Gesetz her absolut verboten, nicht mit 2 Bremsen zu fahren. Das heißt, bei uns auch, oder? Aber hier wird das nicht so kontrolliert wie da.
Aber die müssen immer 2 Bremsen ranmachen, weil die ganz streng kontrolliert werden. Und die hassen das, dass du einfach am Oberrohr dann immer das Kabel hast mit so 2 Zip-Ties. Ja. Super ugly, bei so einem super schönen Bike. Deswegen habe ich genau diese Option kreiert. Und es hat schon jemand aus Japan bestellt. Geil. Ja. Also ging der Plan ja irgendwie auf. Wie einer der schnellsten Gravelbiker, die wir im deutschsprachigen Raum haben, Max Riese. Guten Morgen, wie geht's dir? Gut. Meinst du wirklich, ich bin so schnell? Du bist schon sauschnell, oder? Keine Ahnung, also im Bereich Gravel würde ich jetzt nichts holen, aber wenn es länger ist, vielleicht schon. Ja, du fährst ja Langstreckenrennen auch, oder? Ja, meistens. Also wir sind 2, 3 Mal zusammen gefahren, da konnte ich auch absolut nichts gegen dich holen und ich bin schon verdammt schnell. Ja, aber es ist ja auch gut, wenn wir nicht gegeneinander was holen müssen, sondern Spaß am Rad haben können. Und jetzt stehen wir am Stand mit dem Mann mit dem hübschesten T-Shirt. Alex, wie geht's dir? Ja, danke, sehr gut heute früh. Ja, vielen Dank für das Kompliment. Wir geben uns Mühe. Alex, unseriöse Frage am Anfang. Was ist deine Lieblingsinnenfelgen-Maulweite? Naja, auf jeden Fall 25 plus. Also wer mich kennt, weiß, dass ich gerne Offroad fahre und dicke Reifen. Von daher muss auch die Felgeninnenbreite dazu passen. Ne? Jawohl. Richtige Antwort. Was geht sonst bei euch? Habt ihr irgendwas Neues, was du uns präsentieren möchtest? Ja, wo wir gerade schon beim Thema Offroad sind. Wir haben jetzt im Herbst einen Gravel Racing Laufradsatz gelauncht, den 40 Limitless. Ein richtig schneller Laufradsatz, der aero-optimiert ist auf 40er und 45er Reifen. Ah, ja. Mit einer sehr breiten Felge vorne. Wir haben hier 36 mm Außenmaß, was wirklich echt super fett ist. Ja. Dadurch erzeugen wir eben halt einen guten Luftstrom. Bei den Durchschnittsgeschwindigkeiten, die mittlerweile auch in Gravel-Rennen gefahren werden, ist das Thema Aero natürlich auch omnipräsent. Man sieht es auch an den Lenkerformen und so weiter, wie die Fahrer sich positionieren. Ja. Dem wollen wir natürlich auch gerecht werden. Der 40 Limitless kommt dann eben einmal mit einer Variante mit Carbonspeichen, wie es ihr hier sehen könnt. Genau, beziehungsweise hier habe ich ihn auch noch hängen. Carbonspeichen sind ja... Genau, was haben Carbonspeichen jetzt für einen großen Vorteil gegenüber Alu- oder Stahlspeichen? Wir sparen hier ungefähr so knapp 3 bis 4 Gramm an Gewicht. Das heißt, wir können pro Speiche. Wir können dann eben so im Schnitt 100 bis 150 Gramm sparen bei dem Laufradsatz im Vergleich zu Stahlspeichen. Und die Carbonspeichen haben eine höhere Zugkraft. Bis zu 400 Kilo können die aufnehmen. Und dadurch eben halt auch wiederum der Vorteil Reduzierung der Speichenanzahl bei gleicher Stabilität. Und dadurch habe ich ein sehr, sehr direktes Fahrverhalten. Die Power wird direkt eben halt aufs Laufrad übertragen. Und der weitere Vorteil ist, die können ganz normal gehandhabt werden wie Stahlspeichen auch. Wir können zentrieren. Ja. Wenn was kaputt geht, kann man es ganz normal austauschen. Ne? Was ist jetzt, wenn eine kaputt geht, kriegt man dann eine einzelne Speiche bei euch? Genau, also das ist grundsätzlich unser Credo, dass wir alle Laufräder möglichst lange am Rollen halten wollen. Das heißt, in Hand gibt es jetzt 10 Jahre. Das heißt, wir stocken auch bis zu ersten Laufradsatz, den wir überhaupt angeboten haben, die Ersatzteile. Das macht das natürlich eben entsprechend besonders, weil wir einfach wollen, ja, dass jeder möglichst schnell wieder aufs Rad kommt, wenn was kaputt gehen sollte. Ja. Klar, Verschleiß ist auch normal bei Laufrädern. Das heißt, ab Dresden können wir jetzt ja alles verschicken. Seit Sommer sind wir da ansässig. Das heißt, das ist euer Europa-Lager dort? Europa-Lager da jetzt. Das heißt, wir können ein bisschen dichter an die Kunden rücken, besseren Service anbieten und dadurch auch diese Laufzeiten oder die Servicezeiten deutlich verkürzen. Ja. Hey, Felix. Greg, wir haben ja mega laute Musik. Stimmung ist gut bei Tout Terrain. Was machst du hier? Ich arbeite mit Tout Terrain. Wir machen verschiedene Sachen für Tout Terrain von meiner Agentur Crank Communication. Was macht ihr dieses Jahr Spannendes? Bei Tout Terrain dieses Jahr, die haben viele neue Räder. Ja. Die haben viele neue Räder für Muscle Bikes und viele neue Räder für E-Bikes. Tout Terrain ist eine Marke aus Freiburg und sie sind schon seit 20 Jahren unterwegs. Und dieses Jahr ist ein Adventure Festival bei Tout Terrain im Juli. Im Juli? Ja, ich hoffe, ihr da seid. Ja, ich auch. Und es gibt coole Bikes. Das ist ein Tout Terrain Bike von eins von den Kollegen hier. Er hat das selber Pulver beschichtet. Man sieht so die Details und wie man das dann so persönlich ausstatten kann. Und so. Das Customizing-Modell ist von Tout Terrain auch angeboten, oder? Du kannst Pulver beschichtet, wie du willst. Ja. Alle Farben der Welt. Du kannst auch dieses Fades bestellen. Die kleinen Teile kannst du teilweise bestellen oder du über Händler das bestimmen. Ja, die haben mehrere Innovationen selber kreiert. Zum Beispiel, die haben The Plug. Ich habe kein Bike mit einem Plug drauf, aber die haben The Plug. The Plug ist ein USB
Ladegerät, was man verbindet mit einem Dynamo. Und ganz viele von den Ultrafahrer fahren mit so einem Ding. Es sitzt hier und dann man kann, während man fährt, man kann seine Elektrogeräte aufladen. Sau praktisch, ja. Ja, sau praktisch, oder? Und das war in-house designed bei Tuteron. Auch viele andere Innovationen. Like, ihr Bikes haben ganz kleine Details, was man nicht immer merkt. So zum Beispiel, das ist ein Stopp hier und das vermeidet, dass mit einem Dropbar, dass der Lenker rumschwingt und Dellen macht auf der Oberrohr. Das ist ein häufiges Problem bei Touren-Bikes. Das stimmt, ja klar, auch wenn die gerade so am Ständer sind, dass die dann zum Beispiel dann umkippen. Ja. Das one hat sogar das ist ein Knopf, wo man das so in eine Position dann fest machen kann. Ach, cool. Ja, kleine Details. Kleine Details. Ich würde sau gern mal so ein... Ja. Das ist der Silk Road. Das ist ein Gepäckträger, der zusammengeschweißt ist mit den Rahmen. Und das sorgt für viel mehr das ist, Zuladungskapazität. Zuladungskapazität. Das hier ist schon aufgeschrieben 40 Kilo, aber ich habe ihn gefragt. 200. Du könntest drauf stehen. Elefant. Du könntest drauf stehen. Ja. Wirklich. Aber was hat es so, wenn man jetzt irgendwie eher schon schwerer Fahrer ist? Also ist das was, wo man sagt, es hat ein zulässiges Gesamtgewicht von 180 Kilo. 180. Das ist eine Ansage. Ich würde saugern mal auch so ein Tourenrad selber fahren, weil ich glaube, es gibt viele Leute da draußen, die sowas auch interessiert. Schreibt gerne mal in die Kommentare, ob euch auch ein Tourenradtest mal interessieren würde. Danke, Bragan, bis dahin. Ja, bis dahin. Und jetzt haben wir mal wieder eine ganz andere Firma entdeckt, nämlich Silo. Silo gibt... Oh, sorry. Aber Maud hat uns gerade eine kurze Introduction zu Silo gegeben. Gibt es tatsächlich seit 1927, aber dieses Jahr jetzt wieder im deutschen Markt. Und ihr habt hier was richtig Prägnantes im Oberrohr, über dem Dämpfer. Was bringt das? Erstmal eine sehr niedrige Stand-Over-Höhe. Ja. Wir sind Benchmark an der Stelle. Wir schaffen ein offenes Oberrohr, dadurch können wir den Dämpfer besser integrieren und schaffen somit Platz im Hauptrahmen, sodass wir auch noch trotz Piggyback irgendwie eine Flasche oder einen Range Extender dran packen können, ohne dass es miteinander kollidiert. Aber wenn ihr jetzt in den deutschen Markt wieder eintretet... Wieder überhaupt? Wir waren noch gar nie im deutschen Markt. Wir waren noch nie im deutschen Markt? Ah, okay. Krass. Was muss man da so beachten als E-Mountainbike-Firma, wenn man da jetzt wieder reingeht? Oder wenn ihr das erste Mal reingeht? Was habt ihr euch da so vorgenommen? Wir streben schon die Premium-Positionierung an und dann möchten wir natürlich, wir gehen über den Fachhandel, ganz klassisch, weil wir da den Handel eigentlich auch als Partner sehen. Ja. Und im Premium-Bereich braucht es einen guten Service. Und ja, wir starten klein, aber fein, mit hoffentlich entsprechend der Power, dass wir das auch durchziehen können. Spannend, ja. Ich glaube, es ist auf jeden Fall eines der vielen Räder, was ein Alleinstellungsmerkmal hat und das ist ja schon mal was Besonderes. Wir sind Schweizer, wir stehen für Schweizer Präzision und das soll es auch abliefern. Cool. Und jetzt mal ganz was anderes. Bernd, du hast ein Buch geschrieben. Moin Bernd. Moin Felix, grüß dich. Ja, ich habe ein Buch geschrieben, 2019 einmal um die Ostsee rum. Und hat ein bisschen gedauert, aber jetzt ist es raus, beziehungsweise so gut wie. Am Montag kommt es, am 1.4. Erscheint es auf Amazon zu kaufen, aber natürlich auch in meinem Online-Shop auf radreiseglück.de. Genau. Das heißt, du bist eigentlich Blogger, wenn man so sagen möchte, aber du hast aus diesen ganzen Eindrücken ein ganzes Buch gemacht. Exakt. Das sind relativ viele Seiten. Wie lange dauert es, sowas zu schreiben? Ja, du siehst es, 2019 gefahren, also insgesamt hat es 5 Jahre gedauert. Ja. Das hängt aber damit zusammen, dass ich es eigentlich schon seit einem Jahr auf den Markt bringen will. Es ist aber gar nicht so leicht und die 1000 Korrekturschleifen, wenn du so ein kleiner Perfektionist bist wie ich, das dauert halt seine Zeit, bis du das alles dann drin hast. Aber ja, es war ein großes Abenteuer und das Buch ist quasi, basiert natürlich auf dem Blog, aber es ist viel drin, so Retro-Perspektiven und viele Tipps und QR-Codes zu den Bilderwelten und so weiter. Genau. Das ist ein ziemlich spannendes Medium-Buch. Ich meine, es gibt viele da draußen, die sind ohne Bücher aufgewachsen. Die jungen Leute, die TikToken alle nur noch. Wie kriegst du die jetzt dahin, dass sie ihr TikTok-Gerät mal auf die Seite legen und einfach mal eine Stunde blättern? Ja, das Buch ist natürlich, oder das ganze Radreisen ist für mich weniger das auf Speed. Das habe ich auch gemacht. Ich bin viele Marathons gelaufen auf Zeit und so weiter.
Aber irgendwann ist so der Punkt, dann sagst du mal, jetzt komm mal ein bisschen zur Ruhe. Und dieses Buch ist auch darüber. Als ich die Tour gefahren bin, 100 Kilometer pro Tag, 10.000 Kilometer gesamt, das waren alles so, ich komme aus dem Projektmanagement, ich komme ursprünglich aus der Bank, ja, wie der Titel schon sagt, von der Bank auf den Sattel, nach 20 Jahren Bank gekündigt und was ganz anderes gemacht. Und dieses ruhige Herangehen, das versuche ich zu vermitteln. Das versuche ich aber auch natürlich zu vermitteln über Insta und so weiter, indem einfach ja, ich diese Kanäle genauso bediene, ja, wie die klassische Website. Mega, danke Bernd, sau spannend. Vielen Dank, Felix. Und auch das ist die Cycling World. Kleine Tüftler, die sich den Mut nehmen und einfach mal selber was in die Hand nehmen und hier dann ausstellen. Hi, wie geht's? Was machst du? Ich bin Martin und mir geht's gut. Und das sind alles selber von mir hier in Neuss, Düsseldorf hergestellte und designte Sachen. Und der Felix hat sich hier gerade schon mal die Tasche rausgesucht, die er ganz interessant fand. 45 Liter Slingback, ultra leicht, also wiegt quasi gar nichts. 50, 60 Gramm maximal. Mit in der Version dann auch nochmal eine extra Riemen, dass die Tasche dann nicht irgendwie rumbaumelt. Und was ich eben auch am sinnvollsten finde bei so einer Tasche ist, dass du die dann in eine Innentasche selber wieder knister, knister, knister. Ja, super praktisch, wenn man einkaufen möchte oder auf einer Bikepacking-Tour ist oder generell einfach ohne Gepäck losfährt und dann mit Gepäck wieder zurückfährt. Genau, ich nehme die halt auch zum Einkaufen. Das hier ist ein alter Prototyp, damit habe ich schon getestet. Das ist 3 Jahre alt, das Ding, und das trägt immer noch 12 Kilo Wasser, Sixpacks, alles kein Problem. Cool. Und du kannst, warum nähen? Weil mir die Kleidung, die ich kaufen kann, nicht passt. Und ich dadurch einfach angefangen habe, mir Schnitttechnik und Nähen und so weiter alles selber beizubringen. Und ja, jetzt ist die Chance da, dass ich das mal probiere. Du warst glaube ich, mein Lieblingsmitbewohner in WGs. Kann ich sagen, weil die anderen. Ja jetzt sagen. Die anderen schauen meine Videos, glaube ich, nicht. Echt? Ich habe sogar schon mal reingeschaut. Echt, oder? Das ein oder andere Mal. Ja, wir hatten es schon von dir. Ich fahre ja selber gerne Gravelfahrrad. Ja, was hast du für eins? Ein Speiseeis Diverge. Ah, okay, ja. Specialized. Bin ich noch nie gefahren. Kann man machen. Kenn mich nicht aus. Kenn mich auch nicht aus. Hat 2 Pedalen und macht Spaß. Einen guten Preispunkt. Genau. Wie ist es bei euch so? Was habt ihr so? Ich meine, wir haben zum Beispiel jetzt gerade aktuell ein Thema, wenn wir E-Bikes auf dem Heckgepäckträger transportieren. Die Mountainbikes werden viel zu lang, meiner Meinung nach. Also es wird fast schon gefährlich, die auf dem Heckgepäckträger hinter dem Auto herzuschleppen, und sie werden wahnsinnig schwer. Ist das noch ein Thema bei euch? Nö, überhaupt nicht. Das ist die Gefahr, das können wir euch nehmen, die Angst. Gott sei Dank. Also man kann das hier einfach rausfahren und dann kann man das verbreitern, die ganze Geschichte. Gewichttechnisch auch gar kein Problem. Kannst du bis zu 3 E-Bikes supporten. Aber mit welchem Gewicht? Ich meine, E-Bikes gibt es ja für 12 Kilo und E-Bikes gibt es, die wiegen 35. Ich glaube bis zu 60 Kilo. Also 2, die 30 wiegen, ja. Genau. Und ansonsten, ja, Dachboxen sind natürlich am Start, Dachzelte, Reisegepäck, also eigentlich alles, was dich von A nach B bringt. Das Gepäck hatte ich gar nicht so auf dem Schirm, aber ist wahrscheinlich auch super wichtig, weil es als Accessory. Voll, also egal ob Sport oder Flug oder Trail, also auch Bike-Rucksäcke, Bikepacking, so Geschichten, also alles dabei. Bikepacking macht ihr auch, oder was? Ja, im kleinsten Stil, aber genau. Aber hauptsächlich so Luggage. Chillig, ja. Thule behalten auf dem Schirm. Behalte das mal auf dem Schirm. Felix. Erzähl mal da noch was drin. Schön, dich mal wieder getroffen zu haben. Schön, dich jetzt wiederzusehen, ja? Ja, so ist es. Cycle World verbindet. Düsseldorf, hier kommen wir alle wieder zusammen. Genau. Und in diesem Sinne, Düsseldorf. Ich finde, jede Messe, egal welche, hat seine Daseinsberechtigung. Wir sehen da auch überhaupt keine Konkurrenz. Wir machen unser eigenes Ding tatsächlich. Ich merke natürlich, dass hier der B2B-Bereich und die Aussteller schon auf uns stehen. Gar keine Frage, und es immer mehr wird. Aber da jetzt irgendwie dazwischen zu grätschen, ist gar nicht unsere Art. Cool. Ja, eine Messe mehr, die gut ist. Genau. Hilft uns allen. So sieht's aus. Ja. Und ich hoffe, euch hat der Messe-Rundgang dieses Jahr gefallen. Wenn dem so war, dann lasst dem Ganzen gerne einen Daumen nach oben da. Vielen Dank an Holger fürs Filmen dieses Blockbusters. Und ich versuche das Ganze jetzt noch schnell im Hotel zu schneiden. Bleibt gern dabei, abonniert, wenn ihr Bock habt. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns bei einem der nächsten Videos. Bis bald. Tschüss.